herzlich willkommen zu einem neuen Bootstrap-Turnierkampf hier auf meinem Kanal. Ich hatte jetzt schon etwas längere Zeit nicht mehr aufgenommen, deswegen war das jetzt bei mir etwas holprig, der Start, aber ich habe es noch hingekriegt. Ja, und heute kämpfen der gute Xander, hier in dem Falle blau. Ich gucke bloß mal in dem Overlay, das passt an sich von der Seite. Also Xander ist rechts, der auch einen YouTube-Kanal hat, den verlinke ich wie immer unten. Also von allen, die hier mitspielen, einen YouTube-Kanal haben, die verlinke ich unten in die Videobeschreibung. Und ja, auf der linken Seite ist Marin. Beide gehen hier schon stark in die Offensive. Ich hatte jetzt, wie gesagt, ein paar Probleme, deswegen konnte ich jetzt nicht alles vom Beginn an quasi aufnehmen. Man sieht jetzt aber hier schon, dass Marin mit 2 Horse Archern und Slingern ankommt. Hat jetzt hier 2, 4, 6, 8, 10 Holzfäller. Und hier stehen nochmal 3, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Holzfäller, also ganze Menge. 3 Apfelgärten, das Vorratslager wieder außen hin platziert und da kommen die arabischen berittenen Bogenschützen, Mensch, nicht wieder damit anfangen, die wahrscheinlich ein bisschen rumstressen wollen. Beide Lords sind hier auf jeden Fall etwas, ja, vorgerückt, um wahrscheinlich entgegenkommende Assassinen oder vielleicht auch hier den Sklaven abzuwehren. Gucken, ob das der Xander hier sieht, aber ich denke es schon. Ja, Xander hier mit etwas weniger Holz-Eco am Start. Hat hier nämlich nur 246, genau. Der Sklave kommt hier sogar durch, oder? Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall auch das Vorratslager hier wieder vorgesetzt. 3 Apfelgärten, also auch genauso wie beim Marin. Und ja, hat auf jeden Fall hier schon 2 Getreidefarmen, die auf jeden Fall jetzt schon produzieren können. Braucht er dann noch eine Mühle und dann Bäckereien. Dann kann er quasi die Brot-Eco starten. Beide haben aber doch jetzt 2 Steinbrüche. Der gute Xander hat hier noch keinen Steinbruch. Jetzt baut er den gerade. Aber dafür schon die ersten Waffenproduktionsgebäude quasi. Ein Produktionsgebäude, nämlich ein Pfeilmacher. Hier oben ist ein bösartiger Meuchelmörder am Start. Und jetzt kommen ja auch noch Slinger. Also Xander steht hier schon sehr unter Druck, muss ich sagen. Und hat jetzt fast alle hier Holzfällerhütten quasi verloren. Er sieht wahrscheinlich die Horse Archer nicht oder er möchte nicht darauf reagieren. Man weiß es nicht, was bei ihm gerade so vor sich geht. Gut, wenn man selber spielt, also ich kenne es, dann ist man natürlich ein wenig abgelenkt, weil man sich ja komplett auf das Spiel konzentrieren will. Und jetzt nimmt hier Marin den Turm ein beim Xander. Somit kann er auch keinen Stein von dem Steinbruch hier erwarten, sondern nur von dem da hinten. Ja, und jetzt muss er erstmal wieder den Turm hier befreien. Hat jetzt die erste Eisenmine hier am Start. Aber man sieht es hier auch bei dem Overlay, dass der Marin ganz schön Druck macht. Also der gelbe Balken ist schon extrem weit fortgeschritten quasi. Und ja, er baut jetzt hier auch ein paar ordentliche Eisenminen auf. Also wenn man natürlich mit so viel Holzfällern startet, dann kriegt man natürlich auch das Holz so gut reingespült. Und ja, man sieht jetzt hier, dass die Wirtschaft bei ihm schon ein wenig schneller hochgefahren wird, denke ich mal. So sieht es zumindest aus, im Gegensatz zum Xander hier, der jetzt hier auch ein... Oh, jetzt verliert er seine Waffen-Eco, also seine Pfeilmacherei, oder? Ne, da kriegt der Lord. Der Lord kümmert sich drum, denke ich. Aber was ist denn hier flöten gegangen? Das war ein Marktplatz. Ach so. Da habe ich mal ganz kurz reingeguckt, was da kaputt gemacht wurde. Aber das war bloß der Marktplatz, der aber ja eigentlich an sich nicht so schlimm ist. Denn der Marktplatz ist ja kostenlos. Und den kann man ja ganz schnell wieder neu hinsetzen. Ja, der
Marin jetzt auch hier mit der ersten Waffen-Eco am Start. Also 2 Pfeilmacher auf jeden Fall. Und genau, auf jeden Fall hier ordentlich viele Eisenminen am Start. Eine Eisenmine kostet ja 30 Holz. Und somit kann man sich dann zusammenrechnen, wie viel Holz er einfach schon ausgegeben hat, um die ja, Eisenminen hier hinzustellen. 2, 4, 6. Das ist natürlich nicht wenig, was man da ausgegeben hat. Und wenn da halt er müsste vielleicht einmal den mit einem Sklave halt hier rübergehen und vielleicht die ganze Eco hier oben abfackeln, dann wäre das wahrscheinlich schon ein wenig, ja, besser. Für ihn zumindest. Ansonsten, ja, hat er natürlich jetzt schon ja, Probleme, sich zu verteidigen. Aber hat er zumindest den Turm. Aber ob er den lange halten kann, das weiß ich jetzt gar nicht so richtig. Denn die Slinger kommen hier ganz gut hoch und stechen jetzt im Nahkampf die... Also Slinger im Nahkampf habe ich auch noch nie gesehen. Deswegen, oh, wir drehen es wieder richtig rum. So natürlich. Und ja, hier auf jeden Fall, jetzt gibt es ja auch Pikenmachereien, also 4 Speere. Höchstwahrscheinlich für Speerkämpfer und hier auch die ersten Schmieden. Also da geht schon ordentlich die Post ab. Aber hier ist ein Assassine am Start, der jetzt auf die Waffenkammer geht. Oha. Sieht er das? Ja, er schickt Slinger hin, aber verliert trotzdem noch die Waffenkammer. Jetzt weiß ich bloß nicht, wie viele Waffen er da drin hatte. Und jetzt lässt er seinen Assassinen hier wegschleudern quasi. Hat noch ein paar Bogenschützen ausbilden können und noch ein paar Speerkämpfer, aber viele waren es jetzt nicht so viel am Start quasi, na, aber auf jeden Fall mehr als beim Xander, so rum. Der aber jetzt seine Mühle hier gebaut hat. Beim Marin sehe ich jetzt noch keine Mühle. Nee, also Marin hat noch keine Mühle. Dafür kommen jetzt hier die Truppen vom Marin ein wenig weiter vor. Slinger mit Bogenschützen und Speerkämpfern, die natürlich hier schon sehr nervig sein können. Oben die Horse Archer natürlich auf erhöhter Position. Und ja, auf jeden Fall nicht so entspannend, würde ich es mal behaupten. Jetzt hat er hier einen Turm hingebaut, es fehlt aber noch an Truppen. Jetzt schickt er hier die Truppen hin. Gucken, ob die noch rechtzeitig ankommen, bevor die hier weggeschossen werden. Oder vielleicht gehen auch die... Muss hier die Truppen drauf machen und dann die Treppe abbauen, damit es auf jeden Fall geschützt ist. Ja, jetzt hat er sie abgebaut, das was ich gerade gesagt hatte. Guter Move auf jeden Fall, sehr schöner Move gemacht. Ich sollte aufhören, hier die Karte zu drehen, weil sonst ist es hier ständig im falschen Blickwinkel mit dem Overlay. Ja, das Overlay auf jeden Fall wieder zum Gunsten von Marin. Gut, ob das jetzt so genau ist, weiß ich natürlich nicht, aber man sieht einfach, dass man hier auf jeden Fall mehr Truppen auf der Seite von Marin sieht. 42:11 und davon sind, glaube ich, nur ja, Bogenschützen am Start. Gut, es sind jetzt auch nur leichte Truppen. Ein Speerkämpfer hat er jetzt schon mal. Aber ja, das ist natürlich... Jetzt hat er mal einen Horse Archer hier gekillt bekommen. Nicht sehr schön, sage ich jetzt mal. Verliert er auch hier... Oh, da ist ein Speerkämpfer, den habe ich gar nicht gesehen. Hier ist er. Da. Oh, ganz knapp hat er noch seine Waffenkammer behalten können. Also nicht schlecht vom Timing her, dass er mit seinem Lord dahin gerannt ist und mit dem einen Speerkämpfer, der ihn quasi ein bisschen abgelenkt hatte. Aber jetzt kommen hier natürlich mehr Speerkämpfer vor und das könnte schon arg haarig werden. Steht ein Speerkämpfer, ein Bogi
oben stehen 3 Bogenschützen und hier oben stehen auch nochmal 2. Also viele sind es jetzt nicht. Ne? Viele sind es jetzt nicht. 45:8. Ja, ist auf jeden Fall nicht so cool. Und okay. Ach, das ist gegen Assassinen. Aber die können doch auch von der anderen Seite hoch, oder? Oder einfach nur gegen Truppen, die da einfach rüber marschieren können, um einen Rush zu machen. Das könnte natürlich auch sein. Hier, jetzt gehen wir wieder auf den Turm drauf, killen den einen Bogenschützen. Und ja, hier kommen jetzt die ersten Streitkolben. Ich glaube, das war's ja leider schon mit dem Xander. Oder? Also, Streitkolben sind auf jeden Fall sehr gute Truppen. Vor allem in dem Mod quasi. Gehen ja die Sperrkämpfer auf den Kornspeicher, kriegen den auch eingerissen. Ja, ich glaube, das ist ja nicht mehr lang zu halten. Denn der Lord steht ganz hier vorne und hier wird jetzt alle angegriffen quasi. Und da fällt genau der Marin hier einfach extrem aggressiv unterwegs. Also hat dem Xander gar keine Luft zum Atmen gelassen. Deswegen schade auf jeden Fall für Xander. Glückwunsch an Marin auf jeden Fall. Deswegen, ja, na, man sieht es auch hier, 3000 Volt. Also man sieht, denke ich, dass der Anfangs-Rush mit Holzfällern schon sehr vorteilhaft ist. 76 Truppen, 37 Truppen für Xander. Xander, da muss jetzt was kommen. Also ich hoffe, du kommst jetzt hier nochmal vorgebrecht. Dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder und bis dahin. So, und da wären wir dann auch beim zweiten Spiel auf der 8. Map hier. Kann ich euch dann näher erklären, was das genau für eine Map ist. Und dann starten wir rein, zählen hier noch runter. 5, 4, 3, nee, nicht 3, sorry. Nicht 32. Habe ich 2 Tasten mit einmal gedrückt. Und go! So, Overlay natürlich wieder am Start. Und wir gucken uns hier die Map an. Die Map 8 ist auf jeden Fall eine etwas spezielle Map. Ist auch meine persönliche Favoriten-Map, denn man kann hier nämlich, wenn man jetzt mal, warte mal, wie ist das Overlay? Ja, so rum, ne? So passt es, denke ich, hier. Genau, so genau, passt. Alles klar. Also wenn man hier jetzt beim Xander mal schaut, kann man hier nämlich einfach mit niedrigem Wall und einer Treppe hier oben sich zu dieser, ja, Hochebene quasi hinbauen. Und dann hat man dann hier nochmal Farmspots, nochmal ein bisschen Holz und vor allem 2 Steinspots. Man hat ja auch hier hinten einmal einen Steinspot und dann auf jeden Fall sehr viele Eisenminen, die man hier platzieren kann. Und man kann das eigentlich ganz gut verteidigen, wenn man sich jetzt nicht komplett blöde anstellt quasi, dass man da hier auf jeden Fall, ja, hier vorne kann man eine Mauer ziehen und ansonsten hier halt der einzige Zugangspunkt ist die Treppe quasi. Und hat dann auch hier schon eine erhöhte Position. Hier kommen jetzt die ersten Slinger vom Xander an den Start, die aber alle weggeschossen werden. Oder weggeslingert. Okay. Ja, gut. Also, ja, man muss, also mein Empfinden ist, dass man sich so schnell wie möglich hier hochbaut, damit man hier einfach die Ressourcen hat. Dann kann man sich nämlich sparen, dass die ganzen Bauarbeiter hier um das Plateau rumlaufen müssen. So wie man es jetzt hier bei Marin sieht. Bei die Jäger, ja, die laufen hier einmal komplett außenrum, um die Rehe hier zu jagen, obwohl die eigentlich hier hinten nochmal ein paar Rehe hätten, aber okay, vielleicht hatten sie keine Lust. Genau. Ja, hier wieder Horse Archer am Start. Kann man ganz kurz auf die Eco oder auf die Wirtschaft allgemein eingehen. Hier diesmal mit 2, 4, 6, 8 Holzfällern, also ein paar weniger als beim letzten Match. Dann 3 und 6 Jäger.
auf jeden Fall hier schon mal den Söldnerposten Kornspeicher wieder weiter vorgesetzt. Und man kann auch hier ganz gut das Vorratslager dann hier oben hinstellen und dann zum Beispiel die komplette Waffen-Eco hier oben aufbauen. Ist auf jeden Fall sehr cool dafür gemacht. Man kann es aber auch einfach lassen, wenn man keine Lust hat, wie es die beiden jetzt hier zum Beispiel machen. Genau. So, diesmal hat der Xander hier einfach mehr Holzfäller am Start. Also man sieht es hier, hier sind 4, da sind nochmal 2, 4, 6, sind 10, 13, 13 Holzfäller, dann 2, 4, 5 Jäger, 2 Eisenminen schon am Start und ja, ein Apfelgarten. So kann man es, denke ich, ganz gut sagen. Jetzt kommen hier ein paar Slinger vom Marin vor. Und die slingern jetzt hier einen Slinger weg. No. Und dann, ja, Steinbruch steht auf jeden Fall schon. Auf jeden Fall. Da kann er sich dann vielleicht bald hier auf das Hochplateau hochbauen, um dann die Eco hier oben weiter aufzubauen. Hat auf jeden Fall schon mal zwei jetzt gerade gebaut. 2 Pfeilmacher hingesetzt. Im Gegensatz zu Marin, der hier ein bisschen, ja, ich weiß jetzt nicht, ob er sich die Map schon mal angeguckt hatte. Er wollte auch mal einen First View quasi auf der Map machen, um sich hier einfach anzuschauen, wo hier die einzelnen Positionen sind. Aber ich denke, dass er den Trick hier, klar, glaube ich, noch nicht weiß mit dem niedrigen Wall und dann der Treffer. Ja, so wie man es jetzt hier beim Xander sieht. Ja, dafür kommen jetzt hier aber auf jeden Fall ordentlich Horse Archer vorgerannt, die hier ja schon sehr viel Stress verursachen mal wieder. Und ja, gegen Horse Archer ist es natürlich schon ein bisschen schwierig zu verteidigen, denn sie können reiten und schießen, also was natürlich nicht so einfach ist. Der eine Horse Archer kämpft hier oder wollte gerade gegen den Holzfäller kämpfen. Ja, man sieht's. Aber hier die Bogenschützen vom Xander stehen hier auf jeden Fall auf dem Keep drauf. Deswegen Höhenvorteil für die Bogenschützen. Aber natürlich sind es hier ganz ordentliche Massen. Und Xander ja, verliert hier auch ein paar Truppen. Jetzt glaube ich noch keinen einzigen Bogenschützen verloren. Jetzt hat er einen verloren. Dafür verliert halt Marin aber auch die ganzen Horse Archer, die jetzt auch nicht sonderlich günstig sind. Aber es bringt ihm halt vor allem Zeit. Zeit, die er braucht, um ja, sich ja vernünftig aufzubauen. Noch ein Horse Archer weg. Ja, von dem ganzen Push sind jetzt glaube ich 1 oder 2 Bogenschützen vom Xander gestorben und relativ viele Horse Archer und Slinger vom Marin. Also ich weiß gerade nicht, hier steht glaube ich ein Assassine, oder? Hat mich das gerade getäuscht, dass der eine Ochsen noch hier gestorben ist. Kann auch sein, dass er einfach nur durch einen Pfeil gestorben ist. Er kriegt auf jeden Fall gar keinen Stein rein, nur von dem Steinbruch. Der hier ist natürlich sehr, sehr penetrant da hinten am Stissel. Ja, was man hier machen könnte, ist, dass man hier vor allem die Häuser hier hinten auf die Position baut. Ist zwar eigentlich, ja, ein kleiner, wie soll man es nennen, halt eine kleine Bug-Using, aber in der von der Turnierleitung wurde bestätigt, dass man das machen kann, weil es halt einfach möglich ist. Und warum dann nicht? Oh, jetzt brennt's. Warum dann nicht das erlauben? Weil, ja, natürlich... Oh, jetzt brennt's. Das ist natürlich gar nicht schön. Für den Xander hier auf die Waffenkammer, die will man natürlich ungern abreißen. Kann es ja abreißen, um zu verhindern, dass sich das Feuer weiter ausbreitet. Aber ja, ist natürlich trotzdem ein bisschen böse.
geht, glaube ich, gar nicht so um den Schaden an den Gebäuden, sondern mehr um die Bauern, die dadurch verbrennen. Okay, das verstehe ich nicht richtig. Also ich verstehe, klar, man kann ja dann weder mit Speerkämpfern oder allgemein Nahkämpfern, die jetzt nicht hier hochklettern können, die das Torhaus einreißen, hier links und rechts an der Seite und somit dann Gegentruppen pumpen. Aber Assassinen, also eine Handvoll Assassinen, kommen dann trotzdem ja hoch und können dann den Lord trotzdem wegschnetzeln. Und der kann dann halt nicht weg. Also, ne? Ich hoffe, man versteht mich. Und ich verstehe auch so ein bisschen den Hintergrund davon. Aber so richtig einleuchtend ist es jetzt nicht. Kommt hier der erste Schwertkämpfer vom Xander vor. Ich guck mal ganz kurz, was das hier war. Das war mal wieder der Marktplatz, der hier flöten gegangen ist. Aber ja, Marktplatz ist ja wie gesagt kostenlos, deswegen kann man den einfach nachbauen. Ich weiß jetzt nicht, ob Xander das weiß, dass er keinen Marktplatz hat. Denn ich sehe ja einfach keinen neu gebauten. Das war jetzt... wer ist denn jetzt hier hingeschieden? Ja, auf jeden Fall keiner von den beiden, sonst würden jetzt die Truppen sterben. Es war, glaube ich, der eine Watcher, der noch mit drin ist. Und jetzt verliert er hier auch seine Waffenkammer. Eieiei. Also Xander, mein Freund. Mein Freund und Kupferstecher. Das sieht hier leider gar nicht gut aus für dich. Also da hat einfach Marin das bessere Spiel hier gespielt. Wenn man es jetzt mal so nennen möchte. Ja, na, also ich persönlich hätte sehr viel schneller die ganze Wirtschaft hier hoch verfrachtet, weil man hier einfach diesen Halbkreis hat und da muss halt die ganze angreifende Armee hier einmal komplett vorbeilaufen, außer sie rennen halt diesen ewig langen Weg hier oben lang und dann müssen sie halt noch ja, diesen Hügel hier, wenn man es jetzt mal so nennt, hochrennen, was ja auch wieder verlangsamt. Ja, na, jetzt kommen hier wieder Streitkolbenkämpfer und ich glaube, das war's, weil Xander hier einfach 16 Truppen hat. Marin hat zwar nur 11, aber gut, er hat die europäischen Schwertkämpfer, ne? Das kann ihm nochmal so ein bisschen den Kopf retten, wenn man es jetzt mal so sieht. Aber ja, Streitkolben sind natürlich auch eine Sache für sich. Die europäischen Schwertkämpfer können natürlich ganz gut gegenhalten, um ja, da noch ein paar Kolbis rauszunehmen, aber er verliert jetzt hier schon wieder seinen Kornspeicher. Oder zum ersten Mal, ich glaube auch zum ersten Mal. Das andere war nämlich die Waffenkammer, die flöten gegangen ist. Aber ja, natürlich ist es jetzt nicht gerade schön. Und jetzt hat er natürlich den Marin hier. Das ist natürlich böse. Das ist natürlich richtig böse, dass Marin jetzt einfach den eigenen Turm benutzt. Aber klar, ne, ist halt legitim. Kann man ja alles machen, um den Bergfried hier zu beackern. Man sieht hier, wie wenig Pfeile hier einfach treffen. Aber jetzt kommen hier natürlich die europäischen Schwertkämpfer und ja, geschnetzelt es aus den Bogenschützen. Einer geht noch mit Pfeilen drauf und ja, der andere einfach One-Hit von dem Schwertkämpfer da weggeschlitzt. Ja, oh, hier, guckt an, ist natürlich, war gerade ein kleiner Gegenpush quasi vom Xander auf jeden Fall am Start. Hier mit dem abgerissenen Kornspeicher und dem Söldnerposten. Auch nicht zu vergessen, der Schaden. Und jetzt geht es hier endlich mal den Horse Archer an den Kragen von dem, oder mit den Speerträgern vom Xander. Also Xander hat sich hier auf jeden Fall nochmal ganz gut zurückgespielt. Ich dachte eigentlich, mit den anrückenden Streitkolbenkämpfern ist er hier schon wieder Game Over. Aber ihm hat einfach hier das Glück
noch nicht verlassen, denn seine europäischen Schwertkämpfer waren hier auf jeden Fall am Start. Und Marin, ich weiß nicht, ob er sich das mal... Doch, hat er. Hat sich vielleicht hier jetzt abgeguckt vom Xander, dass man das so machen kann. Und dann quasi eine Treppe hochbauen kann. Jetzt kommt hier so ein kleiner Gegenpush. Wenn mich das nicht alles täuscht. Oder die Bogenschützen gehen nur auf den Turm. Aber die Schwerkämpfer rammeln hier jetzt vor. Um hier vielleicht ein wenig Stress zu machen. Oder doch nicht. Nee, zieht die zurück. Wahrscheinlich hat er gesehen, dass hier ganz gute Ja, moin. Grüße. Grüße. Alles klar? Bleibt schon. Ja, ich nehme gerade auf. Ach so. Ja, deswegen. Also, Ämte. wäre ganz cool. Entweder bleibst ganz still. Also nicht Ja, ich böse geh. gemeint, ne? Oder machst dich halt muten oder keine Ahnung. Okay, ich hau ab. Gut. Ciao, ciao. Danke. Tschö. Ja, liebe Leute, das war gerade Jagdbier, der ja einfach in den Discord-Channel reingekommen ist, weil ich nicht ausgegangen bin. Also ich bin ja natürlich noch in dem Discord-Channel drin und ja, deswegen. Aber natürlich läuft bei mir auch nicht alles glatt. Hier auf jeden Fall wieder ordentlich Kolbis und Sperrkämpfer am Start, die sich jetzt hier ein bisschen, ja, dort hinten versammeln. Gegen, oh, och nee, Xander, was machst du? Nee. Eieiei, Mensch. Jetzt gehen hier die Streitkolbenkämpfer wahrscheinlich gerade auf den Lord oder wollten auf den Lord gehen. Eieiei. Wow. Oh, der eine Ritter nur noch mit 1 HP, glaube ich. Oder gefühlt. Also viel Leben hat er nicht mehr. Ja, ein ganz guter Gegenpush vom Xander hier. Obwohl es fast schief gelaufen ist, weil er hier einfach seine europäischen Schwertkämpfer einfach fast vorbeigeschickt hatte. Deswegen konnten die Kolbis hier fast durchrennen. Aber er hatte zum Glück noch ein paar Sperrkämpfer, die hier ein wenig den Weg versperrt haben. Hier hinten sind jetzt patrouillierende Einheiten am Start. Ja, was die jetzt bringen, das kann man sich vielleicht selber nicht ganz denken, aber ich denke, vielleicht so gegen Assassinen, aber die können ja eigentlich auch hier rumlaufen. Naja, gut, man weiß es nicht. Ja, hier hat der eine Ritter mit einem HP, geht jetzt hier natürlich auf die Eco von Marin hier noch ein bisschen drauf. Kann man jetzt noch mal ein bisschen zusammenfassen. Marin auf jeden Fall hier deutlich im Hintertreffen. Ich glaube einfach, weil das hier die bevorzugte Map vom Xander ist und nicht die vom Marin, dass er da einfach mehr Probleme hat, sich da vernünftig aufbauen. Jetzt kommen hier ein paar Sperrkämpfer vor, die ein bisschen, ja, jetzt rennt er auf den Ritter zu. Ja, der ist Schnellgeschichte. Kommen ja noch ein paar andere Ritter, die nehmen jetzt den Kornspeicher. Alexander ist jetzt hier wirtschaftlich auf jeden Fall deutlich besser am Drücker als auf der letzten Map. Und militärisch jetzt auch schon, denn er hat die Ritter, er hat die europäischen Schwertkämpfer, aber er muss aufpassen, denn die Sperrkämpfer machen natürlich mehr Schaden gegen die Ritter. Er will hier durchbrechen und auf die Waffenkammer gehen, aber ich glaube, da fällt der zweite und da fällt auch gleich der dritte, also die Waffenkammer kriegt er auf jeden Fall nicht. War ein guter Versuch, aber jetzt kommen die europäischen Schwertkämpfer, die natürlich ganz gut einstecken und austeilen können. Gehen die jetzt hier auf das Torhaus? Ja, die gehen hier auf das Torhaus. So wie ich es dachte. Und ja, man kann jetzt halt sein Lord nicht mehr wegstecken. Wegbewegen quasi, ne? Und wenn das Torhaus jetzt fällt, das dauert zwar ein ganzes Stück, weil die Schwertkämpfer jetzt nicht allzu viel Schaden gegen Steingebäude oder so machen. Ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber es dauert auf jeden Fall
ein bisschen länger. Aber ja, der Lord steht halt jetzt hier oben gefangen und jetzt hat er das Torhaus aufgemacht. Der Marin. Jetzt geht's gleich flöten hier. Weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, was ich davon halten soll, dass man den Lord da oben drauf parkt. Denn der Lord hat hier rotes Leben und ja, das kann jetzt hier das Ende für Marin bedeuten. Hä, warum sind... Ach, das waren Fallen. Das waren Fallen. Eieiei. Er hat noch ganz schnell Fallen platziert, der Marin. Extrem... einen extremen Move hat er hier gemacht. Aber jetzt kommt ein Ritter. Kommt er durch? Oha, er geht jetzt hier auf die... Okay, das war's, glaube ich. Ja, das war's. Also ganz guter Move hier mit den Fallen. Aber ja, also ich weiß jetzt nicht, was der Sinn dahinter war, dass man hier den Lord auf das Torhaus hier oben abparkt. Aber man hat's gesehen, man kann den Lord halt einfach nicht wegbewegen, ne? Wenn das Torhaus halt komplett umschlossen ist mit Truppen, dann kann man das zwar aufmachen und dann wahrscheinlich runter bewegen, aber ja, dann steht er halt direkt in den angreifenden Truppen drin. Also da weiß ich wirklich nicht, was da der Sinn dahinter war. Aber 142 Bevölkerung von Marin. Eieiei, zu 87. Okay. Trotzdem mehr Gold vom Marin erwirtschaftet als von Xander, aber hier einfach... Ach nee, das war erstellte Truppen. Sorry, das waren erstellte Truppen. Er hat natürlich hier die Schwertkämpfer und die Ritter, die natürlich deutlich besser sind als ja Speerkämpfer und dann Kolbis, obwohl Kolbis wahrscheinlich auch gut sind. Ja, Freunde, das war das Turnierkampf zwischen Xander und Marin. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, das Video hier, oder ja, doch, das Video hier zu schauen. Vielen Dank fürs Zuschauen, lasst gerne eine Bewertung da und ansonsten, ja, sehen wir uns demnächst wieder. Bis dahin, tschüssi!